Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zurück bei unserem Podcast Ich bin Lukas. Und ich bin Anna. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir ein wunderbares Thema, oder Lukas? Absolut, Anna. Heute sprechen wir über das Lieblingsthema von fast allen Menschen: Urlaub. Wir sprechen darüber, wie wir uns entspannen, was wir früher gemacht haben und wie unser Traumurlaub aussieht. Das klingt perfekt. Also Lukas, fangen wir direkt an. Wenn du das Wort Urlaub hörst, woran denkst du zuerst? Bist du eher der Typ für Abenteuer oder für Entspannung? Gute Frage. Ehrlich gesagt, ich bin ein großer Fan von Entspannung. Mein Alltag ist oft sehr stressig, deshalb möchte ich im Urlaub einfach nur meine Ruhe haben. Ich schlafe gerne lange aus und lese viel. Wirklich? Das klingt für mich fast ein bisschen langweilig. Ich bin ganz anders. Ich muss immer aktiv sein. Wenn ich im Urlaub bin, stehe ich oft früh auf, weil ich die Umgebung erkunden will. Ich gehe wandern, schwimmen oder besuche Museen. Langweilig? Nein, gar nicht. Es ist einfach erholsam. Aber sag mal, Anna, war das bei dir schon immer so? Wie hast du deine Ferien verbracht, als du ein Kind warst? Ah, das ist eine interessante Frage. Früher war das ganz anders. Als ich klein war, sind wir fast jeden Sommer an die Ostsee gefahren. Meine Eltern liebten das Meer. Wir haben den ganzen Tag am Strand gespielt und Sandburgen gebaut. Das war sehr entspannt. Das klingt schön. Habt ihr im Hotel übernachtet? Nein, wir waren immer auf einem Campingplatz. Wir haben in einem großen Zelt geschlafen. Manchmal war es nachts kalt und unbequem, aber als Kind fand ich das toll. Und bei dir? Was habt ihr früher gemacht? Bei uns war es ähnlich, aber wir waren oft in den Bergen. Mein Vater wanderte sehr gern. Ehrlich gesagt habe ich das damals gehasst. Ich wollte lieber am Pool liegen, aber ich musste wandern. Das kann ich verstehen. Kinder finden Wandern oft anstrengend. Aber heute magst du die Berge, oder? Ja, heute ist das anders. Obwohl ich Entspannung mag, gehe ich jetzt gerne in die Natur. Letztes Jahr war ich in Österreich und bin viel gelaufen. Die frische Luft tut einfach gut. Man fühlt sich danach richtig lebendig. Das ist lustig, wie sich die Dinge ändern. Früher musstest du wandern und wolltest nicht, und heute machst du es freiwillig. Das nennt man wohl Erwachsenwerden. Wahrscheinlich. Aber lass uns mal träumen, Anna. Stell dir vor, du hättest unendlich viel Zeit und Geld. Was würdest du tun? Wie sehe dein absoluter Traumurlaub aus? Oh, da muss ich nicht lange überlegen. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich eine Weltreise machen. Ich würde gerne nach Neuseeland fliegen und dort mit einem Wohnmobil durch das Land fahren. Ich würde jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen. Das wäre der Wahnsinn. Neuseeland ist ein tolles Ziel. Aber wäre das nicht auch anstrengend, jeden Tag fahren? Vielleicht ein bisschen, aber das positive Gefühl überwiegt. Ich liebe die Freiheit. Und du? Wenn du alles machen könntest, was würdest du wählen? Wenn ich die Wahl hätte, würde ich ein kleines Haus am See in Kanada mieten. Ganz einsam. Keine Nachbarn, kein Internet. Nur ich, viele Bücher und ein Kanu. Ich würde jeden Morgen auf den See schauen und Kaffee trinken. Kein Internet? Das würdest du doch keine 3 Tage aushalten, Lukas. Du bist doch immer online. Vielleicht hast du recht, aber die Vorstellung ist schön. Ich glaube, wir verbringen heutzutage zu viel Zeit am Handy, auch im Urlaub. Es fällt mir oft schwer, richtig abzuschalten. Das stimmt. Das ist ein wichtiges Thema. Abschalten, das bedeutet, die Arbeit und den Stress zu vergessen. Hast du eine Strategie dafür? Wie schaffst du das? Es dauert meistens ein paar Tage. Am ersten Urlaubstag denke ich oft noch an meine E-Mails, aber dann versuche ich, das Handy wegzulegen. Letzten Sommer habe ich eine digitale Pause gemacht. Ich habe mein Handy für 2 Tage komplett ausgeschaltet.
Und wie hat es sich angefühlt? Warst du nervös? Am Anfang ja. Ich hatte Angst, etwas zu verpassen, aber nach ein paar Stunden war ich viel ruhiger. Ich habe Dinge wahrgenommen, die ich sonst übersehe. Zum Beispiel den Gesang der Vögel oder den Wind in den Bäumen. Es war eine tolle Erfahrung. Das sollte ich auch mal probieren. Ich checke im Urlaub leider auch oft meine Nachrichten. Aber apropos letzten Sommer, ist dir im Urlaub schon mal etwas schiefgelaufen? Eine kleine Katastrophe? Oh ja, da gibt es eine Geschichte. Vor 2 Jahren wollte ich nach Italien fliegen. Ich war sehr früh am Flughafen, hatte meinen Koffer aufgegeben und saß am Gate. Ich habe Musik gehört und ein Buch gelesen. Das klingt doch gut. Was ist passiert? Ich war so vertieft in mein Buch, dass ich die Durchsage nicht gehört habe. Plötzlich sah ich, dass das Gate leer war. Ich bin hingerannt, aber die Tür war schon zu. Das Flugzeug stand noch da, aber ich durfte nicht mehr rein. Ich habe meinen eigenen Flug verpasst, obwohl ich am Gate saß. Nein, das glaube ich nicht. Das ist ja furchtbar. Und dann? Dann musste ich 6 Stunden auf den nächsten Flug warten und ein neues Ticket kaufen. Das war teuer und ärgerlich, aber heute kann ich darüber lachen. Damals war ich allerdings sehr wütend auf mich selbst. Das kann ich mir vorstellen. Zum Glück ist mir so etwas noch nie passiert. Aber ich habe mal meinen Koffer verloren. Er kam erst 3 Tage später an. Ich musste mir Zahnbürste und Kleidung kaufen. Das war stressig, weil ich die Sprache nicht gut sprach. Solche Dinge passieren eben. Wichtig ist, dass man trotzdem ruhig bleibt. Wenn man sich zu sehr ärgert, ist der ganze Urlaub kaputt. Genau, man muss flexibel sein. Lukas, ich glaube, wir haben heute viele interessante Wörter benutzt. Wollen wir kurz wiederholen? Gute Idee. Wir haben über sich entspannen und sich erholen gesprochen. Das bedeutet, dass man neue Energie sammelt. Richtig. Und wir haben den Unterschied zwischen früher und heute besprochen. Lukas hat erzählt, früher habe ich das Wandern gehasst, aber heute mag ich es. Genau. Und wir haben über Wünsche gesprochen mit Würde. Anna hat gesagt, wenn ich Geld hätte, würde ich nach Neuseeland reisen. Das ist der Konjunktiv 2, eine sehr wichtige Form, über Treuungen zu sprechen. Perfekt zusammengefasst. Also, liebe Zuhörer, wie ist das bei euch? Seid ihr Team Entspannung wie Lukas oder Team Abenteuer wie ich? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf eure Geschichten. Wohin fahrt ihr dieses Jahr? Oder bleibt ihr zu Hause auf Balkonien? Balkonien ist ein tolles Wort für Urlaub auf dem eigenen Balkon. Also egal, was ihr macht, wir wünschen euch eine tolle Zeit. Erholt euch gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch lernen mit uns. Tschüss. Tschüss und bis bald.